Liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie alle heute hier im Namen der FDP-Fraktion hier im Landtag vor dem FDP-Fraktionssaal zur Vernissage Mut als Stärke für die innere und äußere Freiheit begrüßen zu dürfen. Und vielleicht darf man heute sagen, dass die autoritären Machtstrukturen in der damaligen Sowjetrepublik diese Erfahrung, Sie, liebe Frau Büchel, schon auch geprägt hat, allen voran ihr Verständnis von Freiheit und Mut durch den kreativen Ausdruck. Ja, und es wird Sie sicher nicht überraschen, wenn wir heute Abend neben der Künstlerin aus der Ukraine das Thema Ukraine auch ein Stück weit thematisch behandeln. Und in diesem Zusammenhang freue ich mich, dass wir Nadja Kmeliuk vom Verein Blau-Gelbes Kreuz für einen kleinen Impulsvortrag gewinnen konnten. Es ist für mich eine große Ehre und Freude, hier heute zwischen euch zu sein und über Mut und Wunsch nach Freiheit von ukrainischen Menschen zu berichten. Wir von Blau-Gelbes Kreuz unterstützen die Entwicklung einer freien, demokratischen Ukraine, aber auch helfen Opfer des Krieges und Menschen, die bedürftig sind. Ich bitte euch, seid mutig und sprecht über die Ukraine. Unterstützt die Ukraine. Mut als Stärke für innere und äußere Freiheit. Das ist ein hervorragender Titel, vor allem weil er Mut als Voraussetzung für die Freiheit definiert. Eine plausible, wirklich gute Idee. Was bedeutet es eigentlich, bildnerisch zu arbeiten? Ein wesentliches Merkmal dabei ist, es fließen spontane und geplante, bewusste und unbewusste Einflüsse zusammen. Und diese Vorgänge sind durchaus risikobehaftet. Ein paar unbedachte Setzungen und die weitere Entwicklung ist gefährdet oder zerstört. Es handelt sich bei der künstlerischen Arbeit immer um elementare Erlebnisse von Wagnis, Risiko und Erfolg. All das, was ich eben ausführte, können wir in den Bildern dieser Ausstellung nachvollziehen. Auch die Hängung gehört übrigens dazu, ist ein Teil der künstlerischen Arbeit und ein Teil der Konzeption. Hier ist sie in Gruppen präsentiert, es sind deren 3, deren Anordnung uns den Zugang auch erleichtert. Wir haben hinten am Eingangsbereich die Themen, die sich etwa überschreiben lassen mit Chaos, Kampf, Auseinandersetzung, Ringen. In der Mitte, die kleinere Gruppe, hat den Generaltitel Energie, Mut und Kraft. Und diese Serie zu meiner Linken eher das Thema Ruhe, innerer Frieden, Ordnung. Elena Büchel beginnt oft mit freien, ungebundenen Setzungen. Das können Formen oder Farben sein oder Streifen aus Zeitungspapier. Da und dort blitzen solche Stücke in Bildern als Grundlage auf. Weiter ergänzt, da und dort bildet sich zunehmend ein Forum, das als Projektionsfläche dient. Denn in ihrem Inneren ist sie eingenommen, zum Beispiel von den kriegerischen Ereignissen, die in der Lebensumwelt ihrer Kinder- und Jugendzeit Millionen von Menschen existenziell bedrohen. Wir sehen keine Panzer, keine Bomben. Das unterscheidet Elena Büchel von etlichen, die mit plakativen Statements Aufmerksamkeit und Betroffenheit herstellen wollen. Vielmehr ist es ein Blick ins Innere der Malerin und gerade deshalb glaubwürdig. Es sind Erscheinungsbilder des Inneren. Und dies findet seinen Ausdruck in einer kompositorischen Besonderheit, die fast ausnahmslos alle Bilder kennzeichnet. Zum Rand hin nehmen Formen und Farbereignisse ab. Es sind keine Abbilder und kein Ausschnitt einer äußeren Gegebenheit, sondern es sind Kristallisationen innerer Fügungen,
die uns wie ein Panorama vorgestellt werden. Ohne Raum, ohne Perspektive. Einem Relief gleich entfalten sie ein Regelsystem eigener Art in Form und Farbe. An den Werken von Elena Böchel können wir nachvollziehen, dass Kunst ein Wirkungsfeld darstellt, in dem menschliche Basiskompetenzen zur Anwendung kommen, die für uns alle Bedeutung haben und die wir trainieren sollten. Umgang mit Komplexität und Differenzierung, die Entwicklung individueller Fähigkeiten, Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Verbindung von innerer und äußerer Kommunikation und auch Risikobereitschaft. Alles Voraussetzungen für Mut. Erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie da waren und natürlich noch einen schönen Abend. Herzlichen Dank.